Hallo, schönen guten Abend. Können Sie mich hören? Ist das schon an? Muss ich das anmachen? Nein, es ist an. Sie haben ja schon ein bisschen geklatscht, aber ich finde, das reicht noch nicht. Ich meine, wir haben sie hier. Hier ist E.L. James. Hello everyone. We were waiting for this, I think. So sorry about that. I totally got this wrong with the curtain. I thought the curtain would be in front of us. Yes, so did I. Okay. Vielleicht sind wir etwas unelegant hier reingeschlichen jetzt. Wir hätten es spektakulärer gestalten können, aber wir haben es leider nicht kapiert mit dem Vorhang. Sorry. Es ist wunderbar, dass Sie alle hier sind. Wir haben eine gute halbe Stunde und ich hoffe, wir haben ganz viel Spaß. Es ist ganz fantastisch, dass Sie heute hier ist, extra für dieses Event eingeflogen. You haven't been to the book fair today, right? It's just No, for I've tonight. just come here, yes, from London this morning, and the plane was late. But I'm here, so that was good. And you managed it just with hand luggage. Yes, with hand baggage, which is yay for me, frankly, because normally I take far too much stuff, so. And how many pair of shoes? 3. Your shoes. You have got to bring your shoes, haven't you, ladies? Das kennen wir alle, oder? Sie hat es geschafft, mit Handgepäck hierher zu fliegen, ist wirklich extra für dieses Event hierher geflogen heute aus London und hat trotzdem 3 Paar Schuhe mitgebracht. Aber es ist halt so, oder? Wir müssen uns doch spontan entscheiden können. Ich denke, wir sprechen ein bisschen über The Mister, oder? Ja. Wer von Ihnen hat es denn gelesen? They all read The Mister. Oh, great. Und alle anderen, die es noch nicht gelesen haben, müssen es natürlich kaufen heute Abend. Vorher gehen die Türen nicht mehr auf. And everybody who hasn't read it has to buy it tonight. Otherwise the doors Or won't else I'll open. sulk. Yes. Ich gebe Ihnen mal so einen kurzen Überblick für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gelesen haben, dass wir alle so denselben Kenntnisstand haben und dann steigen wir ein ins Gespräch. Ich habe dankenswerterweise von Ihnen ein paar Fragen bekommen, bin ich sehr gespannt drauf und das werden wir natürlich auch im Laufe des Gesprächs einflechten. I'm just doing a short summary in German what the story of the Mister is about. Not spoiling the plot, but maybe just Lovely, thank you. Okay. Also es geht um Maxim, ist ein super gut aussehender Typ, hat Verbindungen in die höchsten Kreise, so richtig ernsthaft arbeiten, also das, was wir unter Arbeiten verstehen würden, muss er eigentlich nicht. Er hat mehrere Anwesen geerbt und verwaltet das jetzt, hat auch sehr viel Kontakt zu Frauen, nennen wir es mal so, und er trifft auf Alessia. Alessia kommt aus Albanien und arbeitet bei ihm als Haushaltshilfe, Putzfrau, kann ganz fabelhaft Klavier spielen und er ist ihr natürlich total verfallen. Und sie kommen sich immer näher, das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Klassengeschichte, der reiche Mann und das Hausmädchen. Aber sie verlieben sich ineinander. Es ist allerdings ein bisschen schwierig, denn Alessia hat eine schwierige Vergangenheit und die holt sie ein und dann beginnt das große Abenteuer der beiden. Ich habe in einer englischen Zeitschrift eine sehr, sehr schöne Beschreibung gelesen, was die britische Presse gesagt hat, wie sie das empfinden. I read in a British newspaper, a journalist wrote, "It's a porny mashup of Cinderella and Downton Abbey." Yeah, I think that's probably about right. Really. I'll take that on the chin. It is basically a Cinderella story for the 21st century, as I've always thought of it. And it's a story that I originally had the idea back in 2009, and I wrote a draft of it in 2009. So it's been with me longer than a certain other story has been with me. So I'm really pleased to finally get it down on paper and out of my head. So there we go. Okay, also sie hat das schon länger in Gedanken mit sich rumgetragen und wollte das eigentlich schon 2009 aufschreiben. Und es ist so ein bisschen die Aschenputtel-Geschichte des 20. Jahrhunderts. Aber sie war 2009 noch mit anderen Dingen beschäftigt. Wir können uns vielleicht vorstellen, mit was. Da werden wir später auch noch drauf zu sprechen kommen. Und deswegen war sie sehr froh, dass sie das jetzt endlich auch mal aufschreiben konnte. Ihre deutsche Verlegerin Barbara wurde interviewt von einer Zeitschrift und hat gesagt, sie hat einen Schreckensmoment erlebt. Als sie hörte, dass E.L. James einen neuen Roman schreibt, war sie gerade nicht im Büro, dann ist sie zurückgestürmt ins Büro und ihre größte Sorge war,
kommt die jetzt um die Ecke mit einer Krimi-Geschichte oder mit einem historischen Roman. Das kann sie nicht machen. Sie muss weiter Erotik schreiben. I just mentioned what I said backstage to you, that Barbara was afraid that you may come up with a crime story or a historical story, and that you would stop writing erotic literature. Oh, if I write a crime story or a horror story, there'll be a love story in there somewhere. Really? Yes, definitely. I'm a sucker for a love story, and it's what I like writing. I love falling in love with new characters, and I've been married for 400 years, so it's great to fall in love again, if you know what I mean. And that's just a safe place to do it, as in a novel. Okay, also da müssen wir uns keine größeren Sorgen machen. Es muss auf jeden Fall immer mit Liebe zu tun haben. Sie ist selber für möglicherweise gefühlte 400 Jahre verheiratet. Und es geht nicht. Ohne Liebe geht es nicht. Also selbst wenn sie einen Krimi schreiben würde oder etwas Historisches, es müsste auf jeden Fall immer Liebe dabei sein. Es ist aber nicht nur die Geschichte von Alessia und Maxim, ist eben nicht nur eine Liebesgeschichte mit Sexszenen, sondern es ist auch noch eine andere Geschichte mit drin. The story about Alessia and Maxim is not only a love and sex story, it's more. You went to Albania for some researches? I did, yes. As I said, I originally wrote a version of this story back in 2009, and I've tried to rewrite it, and I tried to rewrite it in amongst 50, and I just couldn't. And the reason I couldn't is because I didn't understand Alessia, and I actually had to go to Albania to understand her and understand where she was from and understand the place she was from. So my husband and I went, not this March, I think the March before, a couple of years ago, and it was eye-opening. It's an extraordinary place, and I would recommend anyone going. Waren Sie schon mal in Albanien? Wurde uns gerade sehr ans Herz gelegt, sollten wir unbedingt mal hinfahren. Also Alessia kommt aus Albanien, und als sie 2009 darüber nachgedacht hat, die Geschichte aufzuschreiben, hat sie auch gemerkt, also erstens war sie noch mit anderen Dingen beschäftigt, und das ging auch nicht. Sie musste da hinfahren, also ist sie mit ihrem Mann nach Albanien gefahren und hat gesagt, das war wirklich irre, diese Plätze zu sehen, und das hat geholfen, das auch zu verstehen. So you did some researches about the crime scene as well in Albania? Yeah, I mean, yes, I mean more so the crime scene out of Albania. And the thing is, Albania was under a very, very totalitarian rule until the mid-1990s. When communism fell in about, I think, 91, 92, and there was chaos for a few years. But the first things that the communists did when they fell is they let all the prisons open. So, you have all of these prisoners who live now outside of Albania. They've managed to get out, and I mean we're all aware of that side of Albania, which is portrayed, in the media and what have you. But you only have to Google sex traffic in London, and it's awful. It's there's a lot of Albanians involved in that, and that's there's a lot of people involved in that, not just Albanians, but it's a depressing thing, really. We're cheering up in this talk in 1 minute. Yes, yes, good. Wir halten es nicht die ganze Zeit so düster. Ich wollte nur noch einmal über die Recherche mit ihr sprechen. Es ist tatsächlich, das kommt auch im Buch vor, organisierte Kriminalität spielt auch eine Rolle in dem Buch, deswegen habe ich nochmal nachgehakt. Und sie sagte, als das Regime gefallen ist damals in Albanien, sind so ziemlich als allererstes die Gefängnisse geöffnet worden, und alle Gefangenen sind einfach freigelassen worden ins Land, und wir alle wissen, glaube ich, oder wenn wir die Medien verfolgen, dass sich daraus auch regelrecht Clans gebildet haben, die auch in der organisierten Kriminalität tätig sind. I was just going to say, Albania is one of the places where there are more people who are Albanian who live out of Albania than in it. They've gone all over the world. Ja. So. Es leben gar nicht mehr so viele Albaner in Albanien, sondern sie sind natürlich auch, haben die Chance genutzt zu reisen, nachdem das ja jahrelang auch nicht funktioniert hat. Ich habe noch was Schönes gelesen über Sie und Albanien. Now we're going to cheer up with the talk. Absolutely. I read that your husband started cooking Albanian dishes. Yes, he did. So, yes, did you like it? Yes, very much. When we went, we were just astounded because it's a beautiful country, and the people are incredibly warm and hospitable,
and it's just stunning. Kukes, where Alessia is from, is in the middle of the most extraordinary mountain range by this beautiful lake that's also a reservoir. And I wanted to make sure that, you know, what food tastes like. The food that we had there was delicious, and my husband's tried to replicate that with varying degrees of success, shall we say. And I should say now that my husband does the cooking and I don't, okay? But it ended up in a British-Albanian mixture? Well, Irish, really, because my husband's Irish. Alright, So. alright. Also das Essen, was sie in Albanien hatten, war ganz fantastisch und ihr Mann hat versucht, das zu adaptieren und es ist aber nicht ganz so gelungen möglicherweise wie das, was sie in Albanien gegessen haben. Das kennen wir aber auch von uns, oder? Im Urlaub schmeckt es immer anders, als wenn man dann zu Hause ist. Und ihr Mann ist Ire und deswegen ist es eher so geworden, dass es so eine albanisch-irische Mischung dann geworden ist, wobei sie fairerweise auch sagt, sie kocht überhaupt nicht, das macht alles ihr Mann zu Hause. Sie hat mal gesagt, eigentlich bräuchte sie jetzt dringend ein neues Hobby, weil das Hobby, das sie hatte, ist kein Hobby mehr. Es ist ein Millionen-Bestseller geworden, der weltweit verkauft wurde. Möglicherweise hat sie ja schon ein Hobby gefunden. You mentioned that you were looking for a new hobby because your original hobby ended up in a worldwide success. Yes. So yes. do you have a new hobby? Have you found something? I enjoy shopping. I mean... Can we say that? Really? It is a hobby. Das zählt, oder? Shopping ist ein Hobby. Ja. We totally agree with you. No, yes, I need a new hobby. I went on holiday recently to the Greek islands, and we did a lot of jigsaw puzzles. So that may be my new hobby. It's very exciting being me. So yes, there we go. Was it really puzzles? Yes, really Yeah, right. puzzles, yes. Okay, yes, das yes. neue Hobby ist Puzzeln. Ich lege mich mal fest, das wird nicht ganz so erfolgreich wie das vorangegangene Hobby. It's not gonna lead to that success than the other one. No. Probably. Aber vielleicht ist sie auch die weltgrößte Puzzlerin. Vielleicht tue ich ihr auch Unrecht. Wir kommen mal zu Ihren Fragen. Wir haben ein paar Fragen bekommen. Let's do the first four. I think it was 4 questions from the audience. Okay, wir springen so ein bisschen in der Thematik, aber da müssen Sie jetzt mit durch. Wann erscheint der 3. Band aus Christians Sicht? Okay, we finally hit the 50 Shades of Grey section. Yeah, the question is, when is the 3rd book coming with the view of Christian? Well, I'd have to write it first. So there's that. But I am on the 3rd chapter, so, you know, maybe. Dauert, aber es ist schon mal gute Nachrichten, oder? Sie ist dran und schreibt. But however, it's challenging because 50 Shades Freed starts 6 weeks after the well, actually more than that, 8 weeks actually after Darker, and I have to now go because Christian's POV is written day to day to day to day. I've got to go and fill in some days, so it's like a huge jigsaw puzzle, and as puzzling is my new hobby, I should be able to crack it. So is this a kind of pressure as well with everything Yes. that belongs to the 50 Shades of Grey thing? Yes, Yeah. yes, there's a huge pressure. Yeah, so no pressure, but yes, there's huge pressure. Yeah. So Also- I don't know when it will be finished, and also because I recently had a really bad health scare, and I ended up in hospital because I had a really bad migraine. I've just decided to take things a little bit easier. So Good decision. just gonna take a while. That's all. Healthy is always first. Yes. Also, sie hat angefangen zu schreiben, das ist ja schon mal die gute Nachricht. Sie ist im 3. Kapitel, aber es dauert noch so ein bisschen. Sie hat so ein bisschen Zeitprobleme auch. Sie hatte auch so ein bisschen gesundheitliche Probleme und hat gesagt, sie lässt die Dinge so ein bisschen langsamer angehen. Und natürlich kommt da auch hinzu, dass das Ganze natürlich unter einem großen Druck auch jetzt entstehen muss, weil die Erfolge waren ja wahnsinnig. Und da möchte man natürlich auch dran anknüpfen. Für die gar nicht, weiß einer von Ihnen nicht, was 50 Shades of Grey ist? Möchte sich jemand outen? Nein, hätte ich jetzt auch nicht gemacht an Ihrer Stelle. Dann erkläre ich es Ihnen auch nicht weiter.
Okay, wir springen weiter. Gibt es eine Fortsetzung von The Mister? Now we are back in the Mister section. Okay. Is there another The Mister-like book coming? Well, I'm writing 50 Shades with this hand, and I'm writing the Mr. 2 with this hand. But no pressure. But no pressure. I would like to. There are certain things that I would like to see from the Mister in the Mister 2. I am missing one item, and I still need to lie down somewhere on a beach with a cocktail to come up with what that final thread is. But yeah, there's lots of stuff to do with that. But there's also a lot of research into visas and things like that, and all of that is changing as we speak, as you know, which is very depressing for me because I'm a European. So yes, hopefully one day, yes. Also, mit der einen Hand schreibt sie The Mister Teil 2, mit der anderen schreibt sie den von Ihnen gewünschten dritten Teil aus Christians Sicht. Das Ganze natürlich ohne Druck und sie lässt es langsamer angehen. Sagte, es würde ihr vielleicht ein bisschen leichter fallen, wenn sie sich mal einen Moment an den Strand setzen könnte, vielleicht mit so einem kleinen Drink in der Hand. Aber auch das wird ja im Moment mit Blick auf die politische Lage in Großbritannien möglicherweise nicht unbedingt einfacher werden, wenn es darum geht, Visa zu beantragen. Aber sie wird das schon hinkriegen, da bin ich also auch sehr zuversichtlich. Kann sie sich vorstellen, auch Bücher eines anderen Genres zu schreiben? Okay, das hatten wir schon abgearbeitet, glaube ich, oder? Waren die Filme nach der Vorstellung der Autorin? Haben Sie die Filme gesehen? Did you see the movies? Yeah. And did you like it? Mochten Sie das? Okay, they loved the films, obviously, or they liked it. What do you think about the films, the 50 Shades of Grey? The films were an extraordinary educational experience for me. I think that we had two fantastic leads, Dakota Johnson and Jamie Dornan. They were amazing. They were really, really good sports. I think that I've learned so much through the process of doing it. And I think we were lucky, certainly for the second two, to find someone who was actually very sympathetic to the material as well. So it was a crazy time, frankly, hugely enjoyable and hugely painful and hugely exciting. All the things when you see your work come to life. I'll never forget seeing Charlie Tango on the roof. That was just amazing. When you go out and see something that's come from your head and it's there and it's perfect. That was something. So yeah, I had some good times and some not so good times, and I wouldn't change it for anything. Also sie würde, bitte sehr. Thank you. Sie würde das für nichts auf der Welt tauschen. Das ist natürlich eine total irre Erfahrung, wenn man das, was man aufgeschrieben hat, dann auch auf der Leinwand sieht. Sie fand die beiden Hauptdarsteller großartig, wie sie das gemacht haben. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite genau auch das auf der Leinwand zu sehen, was man geschrieben hat, das möglicherweise dann doch nicht so aussieht, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat, als man das aufgeschrieben hat und die Fantasie einem vielleicht andere Bilder gegeben hat. Aber sie sagt, sie hat auch sehr viel gelernt. Es waren sehr viele großartige Momente dabei und zu sehen, wie so etwas entsteht, das war eine sehr wertvolle Erfahrung und sie würde es für nichts auf der Welt eintauschen. Jetzt ist es ja so, 50 Shades of Grey, es war ein unfassbarer Erfolg. Und es wird natürlich, ob sie das möchte oder nicht, immer etwas sein, das mit ihrem Namen in Verbindung gebracht wird. Aber ist das möglicherweise auch was, das manchmal so ein bisschen nervt, wenn man immer so ein bisschen, das ist doch die von 50 Shades of Grey, auch ein bisschen reduziert wird? Is it maybe sometimes, I mean, it was a huge success. And I think you are grateful that you had this success, but is it maybe sometimes even like a pressure or a little bit annoying, like always being the one from the 50 Shades of Grey, you know? No, of course not. I find it very difficult to actually take it on board, and it still surprises me. And it was something that I did, as you all know, it started as Twilight fan fiction, and I just did it for fun and what have you. And I had no idea that it would explode into what it exploded into, and I, you know, it's changed my life in the most extraordinary way. So I'm nothing but grateful to it. And I love Christian and Anna. They're great. They're so funny. They're just when they get together, and
shenanigans ensue. It's fun. Okay, sie ist überhaupt nicht durch damit und es nervt sie kein kleines bisschen. Sie ist wahnsinnig dankbar, dass sie das erleben durfte und dass das so ein Erfolg geworden ist, kann sie immer noch nicht so richtig fassen, dass das auf einmal so durch die Decke gegangen ist. Es hat als Hobby angefangen, hat sie sich hingesetzt und hat angefangen zu schreiben und sie liebt die beiden auch sehr. Also Anna und Christian sind ihr sehr ans Herz gewachsen. Als sie angefangen hat zu schreiben, da waren ihre beiden Söhne im Teenageralter und sie saß zu Hause und hat geschrieben und musste dann, so hat sie das mal in einem Interview gesagt, immer schnell den Laptop zuklappen, wenn die Jungs irgendwie ins Büro kamen und geguckt haben, was die Mutter da macht. I read in an interview when you started writing the 50 Shades of Grey books that your two sons were in teenage age. Oh, thank God. That's Yeah. What have you Where were thought? you going with teenager? Jesus. No. And how stressful was it maybe or maybe how exciting was it maybe for them to find out what mommy's gonna write in the kitchen? Oh God, my poor kids. No, they are not interested in what I do at all because I'm their mum, okay? And generally teenage boys are not interested in what their mum does. Right. They're two little boys. They're men now, but they're still in their own little worlds, and they're incredibly proud of me and incredibly embarrassed, and yeah, that's them, and they're amazing. And I mean, I'm blessed with my children. They are two super young men, and fortunately, neither of them have read it. Or unfortunately, neither of them read it. 'Cause Really? neither of them read, and I'm not allowed to tell anyone that. So don't pretend you didn't hear it. Wir müssen alle ein Geheimnis bewahren. Also ihre Söhne haben sich niemals dafür interessiert, was sie tut, einfach aus dem Grund, weil sie ihre Mutter ist und da interessiert das einen möglicherweise grundsätzlich erstmal nicht, was die Eltern machen. Sie ist wahnsinnig stolz auf die Söhne sind auch wahnsinnig stolz jetzt auf sie, was sie geschafft hat, aber die Jungs haben keines dieser Bücher gelesen, weil sie eigentlich überhaupt nicht lesen und sie musste versprechen, das niemandem zu erzählen. Das hat jetzt fast geklappt. Also müssen sie diese Information für sich behalten. Wie gut? We're on a live stream. Yes. Oh, right. Shit. They won't watch it. It's fine. It's their mum. It's fine. But I will tell you one very funny story. Well, maybe I shouldn't, but anyway, I will anyway. So I used to write where I used to live. I used to write we had a living room, and I was against the wall. In the music, there was a piano and things. So my sons play the piano. And I was writing away, and my youngest one came in and said, "What are you doing? What are you doing?" And I'd have to pull the computer down and say, "Go away! Don't look at what I'm doing on my computer." He said, "I just saw nipple chumps." So nipple chumps became a thing. That's all I'm going to say about that. And did he want to know what it is? No, fortunately not. And please don't watch this, guys. Sie ist dann doch mal erwischt worden. Ein Sohn hat Klavier gespielt und sie saß am Laptop und hat geschrieben und der andere kam um die Ecke und hat nur so ein Wort mitbekommen, was auf dem Laptop stand, Nippelklemmen. Und das war möglicherweise eine etwas unangenehme Frage, aber er hat auch nicht gefragt, er wollte es auch nicht genauer wissen, was da irgendwie steht. Wollen wir noch so ein bisschen was Persönlicheres von ihr wissen? Ja, okay, I'm sorry, Erika, let's get personal. Do you sometimes leave the house in jogging pants and without any makeup? Always. Really? Always. Holy shit, yes. I actually, it's mainly jeans, I have to say, but leggings, yes. I don't wear makeup. My mother used to wear a lot of makeup because she used to be a sales rep, and she used to put it on with a trowel, and so I don't. It's a weird thing how it goes generationally. I only do it now for things like this, where someone comes and puts makeup on me. But generally, no. The only thing I do like to have is my nails done, and that's it. But yeah, no, I'm jogging pants, no makeup, yes. Super, oder? Also, das ist überhaupt keine Frage. Natürlich geht sie in Jogginghosen und ohne Make-up aus dem Haus. Ihre Mutter, die war immer sehr zurechtgemacht, auch durch ihren Job eben bedingt und auch immer sehr geschminkt. Aber für sie ist das eigentlich total normal, so aus dem Haus zu gehen. Aber was passiert dann, wenn sie draußen ist? Wird sie von Leuten erkannt? Do people recognize you on the street? No, never. It's fantastic.
It's happened sort of maybe 4 or 5 times, and in however long this has been, since 2012, people never recognise me, and it's fantastic. So I can go into Marks and Spencers or Waitrose or wherever and shop and look at knickers and all the stuff that you do in Marks and Spencers, and yeah, it's all good. Also das passiert ihr eigentlich eher nicht. Das ist so 4, 5 Mal bisher passiert, dass sie auf der Straße erkannt wurde. Aber das ist natürlich auch ganz vorteilhaft, wenn man dann auch so im, ich hätte fast gesagt im Schlafanzug, im Jogginganzug. I was close to say in a pyjama. It was jogging pants, sorry. Ganz so schlimm ist es doch. I don't do pyjamas. I'm a nighty kind of woman. I don't do pyjamas. How many here wear pyjamas? Tragen Sie Schlafanzüge? And who wears nighties? Und wer Yes, trägt Nachthemden? where are the nighties people? Und wer Yes. trägt gar nichts? Well, hey. So, jetzt haben wir sie auch hier mit eingebunden. Marks and Spencers. Have you ever shoplifted something? No, I haven't. But I was with a friend who did. Yeah, so I'm not going to talk about that because we're on a live stream and she might sue me. So yes. Also sie hat noch nie was geklaut, aber sie war mal dabei, als etwas geklaut wurde. Aber da wir noch im Livestream sind, kann sie das jetzt leider nicht verraten. Ich habe noch ein paar Fragen von Ihnen. Wollen wir die noch mal irgendwie durcharbeiten? We have some audience questions left. What would you say has changed the most in your life because of this huge success? My travel. I do a lot of travelling, and I can travel at the front of a plane now. Thank you very much. I can also sometimes hire my own plane, and that's one of the things that really pissed me off with 50 Shades Freed, because that fucking plane is too small. But anyway, never mind. Die Frage war, was hat der Erfolg am meisten verändert in Ihrem Leben? Und vor allem die Reiserei, also dass viele im Flugzeug sitzen und manchmal auch im eigenen Flugzeug, aber das ist dann auch sehr klein. Das mit dem Lesen wird im Alter auch nicht besser. Wird es eine Fortsetzung von The Mister geben? Das hatten wir schon. Was wird der nächste The Earl, The Lady, or told by Christian? We already had this one. We've had that one. We've dealt with that one. What's your personal favorite book? Oh shit! What's my favourite book? I would always get. Oh Christ! Pride and Prejudice, amazing. 100 Years of Solitude. House of the Spirits by Isabel Allende. 100 Years of Solitude is Gabriel Garcia Marquez, and Pride and Prejudice by Jane Austen. What else? To Kill a Mockingbird as well, which is an extraordinary book by Harper Lee. How's that? It's perfect, and I have a problem because I don't know the German names. Okay. Jane Austen haben wir gehört, Isabel Allende haben wir gehört. Reicht uns das als Antwort? Ja, vielen Dank, super, Sie sind ganz toll. What was more difficult for you to write from Anna's perspective or from Christian's? Writing from Christian's point of view means I can actually express all my inner rage. So it's actually, as a menopausal woman, it's fantastic. Because let's face it, ladies at that age, we're all full of rage. So that's been kind of cathartic. Whereas Anna's a sweet, innocent kind of young thing, and I'm not. So there we go. Es war so ein bisschen einfacher, aus Christians Sicht zu schreiben. Anna ist ja auch doch noch sehr jung und dieses junge, süße Mädchen, sagt sie, das ist sie nicht mehr, was natürlich rein dem Personalausweisdatum geschuldet ist. Also sie sagt, das hat vielleicht auch so ein bisschen was mit der Menopause zu tun, dass sie sich da ein bisschen besser in dieses nicht ganz junge Mädchen reinversetzen konnte. Where do you get your inspiration from? From everywhere. The Mister started, I can't remember what started that, but that was something that I just thought, I don't know why it was a passing thought, what would happen if you fell in love with your cleaner? And from that,
this whole world was built. And there's things in it. Cornwall is a place that I adore, and I'm very lucky to have a beach house there. And so yeah, it comes from everywhere. And for Christian and Anna, that was what if you met somebody who was in this kind of lifestyle and you weren't? How would that go? And that's where that started. And from that, you know, just noodling on it, and you end up with 50 Shades. So yeah, just everywhere and anywhere. What people say, what people wear, what they're listening to. It's everywhere. You know, I'm incredibly lucky that, you know, you can just see this stuff and hook onto it. I don't know. It's difficult to explain. Sie zieht eigentlich hier überall ihre Inspiration her, wenn sie hört, was Leute reden, wenn sie sieht, was Leute tun. Und im speziellen Fall von Christian und Anna war es so, dass sie sich gefragt hat, wie das funktioniert, so in dieser speziellen Welt, nennen wir es mal, in der eine schon drin ist, die andere aber keine Ahnung von hat, wie die so da reinkommen könnten. Ja, machen Sie doch mal, nehmen Sie doch mal die Arme hoch. Tun Sie doch mal, als hätten Sie Spaß. Okay, one more. Thank you. Sorry, that was very rude. I'm so sorry. Und bei The Mister war es eher so, dass sie sich gefragt hat, wie das ist, wenn man was mit der Haushaltshilfe anfängt, auch diese verschiedenen Welten. Und sie hat ein Strandhaus, das ist dann wieder auch eine andere Umgebung, und das ist alles das, wo sie ihre Inspiration herzieht. Das ist die letzte Frage von Ihnen. Which car do you prefer? Saab or Audi A3? What's the question? What's the Audi A3 or a Saab? Which car do you prefer? I actually drive an Audi A3. So yeah, I have an e-tron, the hybrid version, and my friend borrowed it to go and pick up somebody and said, "This is E.L. James's car." He was not impressed, apparently. But I love it. It's hybrid. I run it mostly on electric. It's got all the toys on it, and it's small and anonymous looking, and I love it. So Saab versus Audi A3. I've got an Audi A3. That's all I can say. Da hat aber jemand von Ihnen scheint ein richtiger Fuchs zu sein, ne? Wenn Sie das irgendwie rausgefunden haben. Sie fährt einen Audi A3 und natürlich ist das auch ein Hybrid Audi A3 und das ist dann natürlich Ihr Lieblingsauto. Verzeihen Sie uns, wenn wir nur 5 Minuten überziehen, oder haben Sie es sehr eilig? Gut, wunderbar. We have 5 more minutes. Okay, good. Did you allow yourself something ridiculously expensive, like handbag or jewelry, after the huge success? Yes. What was it? I'm trying to remember. I've just... What can I... well, I bought another house. I mean, that's quite expensive. That's just a tiny little reward. Yeah, just yes, and lovely holidays for my friends and family. I think that's the most important thing, is that you get to share what you do. And also, I can be quite philanthropic, but the thing is, I keep all of that very, very anonymous. So yeah, I've been able to do all sorts of things, and that's been really nice. But I do it, and people don't know about it, and I prefer that. Sie trägt das nicht so gerne nach außen. Also sie hat eingeräumt, sie hat sich ein Haus gekauft. Das ist ja auch völlig in Ordnung, ne? Wenn man ordentlich Geld verdient, man soll ja da auch Spaß dran haben. Und liebt es, Ferien zu machen mit Freunden und Familie. Aber das ist nichts, was sie nach außen trägt, sondern was sie lieber für sich behalten möchte. Das kann man ja auch gut verstehen. Do you have any strange habits? Do I have any strange habits? I think we're all strange, you know, aren't we? Do I have any strange habits? What are my strange habits? There's none that I want to tell you, that's for sure. I'm trying to think of something that I can tell you. What? Livestream ist off. Wir sind jetzt völlig unter uns. Der Livestream ist abgeschaltet. Yeah, maybe. Yeah, that's a good idea. Do I have any strange habits? I'm very The messy. answer, I'm perfect, is also okay. Oh yeah. Well, no, I'm very, very, very far from perfect.
let's think. Strange habits. What would you consider strange? That's the thing. I mean, this is quite an existential question, really. Should I just go with the next question? Yes, maybe? I think so. Okay, right. I think so. Oh. There were merchandising things like sex toys. Yes, and more coming out shortly. Really? That's been such fun to do. Oh God, yes. What do you mean with to do? Well, we sit around a table, a bunch of women going, "Ooh, look at this! Oh, what can we do with this? Oh, really? What can we do? Yeah. Oh my God, it's." So you're working with a company and they suggest you several sex toys? Yes, absolutely. Love Honey. They have been absolutely extraordinary, and we have had the best laughs and the best time with sex toys. And are there? Was there anything written like the Mr. or 50 Shades of Grey that you could see? It was really a merchandise, or the only thing I think we can merchandise in the Mister is pink knickers, and that's about it, really. So okay. I don't think we want to do that. No, Okay. This all came out. We made wine. We did some jewellery. We did some stuff. I trademarked lots of things because other people started putting out 50 Shades stuff, and you can stop people doing that. I didn't want 50 Shades to end up in a Happy Meal. That was my biggest worry. So, so that such a was weird I know imagination. that's part of my strange habits, thinking about things like that. So there we go. But that yeah, it's been fun, and I've only done things that I like. I mean, people have come along and said, "Can we make a game? Can we do this online?" And it's a license to print money, but that it's taking advantage, I think, of people, and I don't want to do that. So I just say no. Okay. But the sex toys has been great fun. That's all I'm going to say. And can we get it in Germany as well? Yes, Yeah, yeah, okay. yeah. They're available all over the world. Kannten Sie das? Wussten Sie das? Ja, natürlich wussten wir das. Okay. Also die gute Nachricht ist, es wird weitere Sexspielzeuge geben, und sie hatte da großen Spaß dran, dass sie dann an einem Tisch saß und darüber gesprochen haben und das auch in der Hand gehalten haben und sie erstmal gefragt haben, was genau macht man damit. Und das passt. Sie haben Wein gemacht, sie haben Schmuck gemacht, sie haben alles gemacht, was mit der Marke irgendwie vielleicht zusammenpassen könnte, also auch im Kontext mit den Romanen. Und sie ist ganz froh, dass es in diese Richtung gegangen ist und nicht mit einem Happy Meal bei McDonald's geendet ist. Dass man sagen kann, ich hätte gerne das 50 Shades of Grey Happy Meal. Das wollte sie nicht, und da war sie dann auch ganz dankbar, dass sie das mit in eine andere Richtung steuern konnte. Wir steuern ja so langsam aber sicher, ob wir Lust haben oder nicht, auf die Weihnachtszeit zu. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Es gibt Leute, die lieben Weihnachten. Es gibt Leute, die hassen Weihnachten. If you want it or not, Christmas is coming. Are you a Christmas fan or Christmas Grinch? Oh, I'm a big fan. Big fan. Tree decorate. As long as someone helps me decorate the tree. The kids normally help me, which is great. But no, I'm a big fan. I love Christmas. All right. And the last question I have for today, und danach bleiben Sie bitte alle sitzen, weil wir noch was mit Ihnen vorhaben, is when was the last time you lied? Today. Probably in this interview. Probably in this interview. Which is totally fine. Meine Damen und Herren, das ist die ganz wunderbare, und ich finde sie fantastisch, E.L. James. Thank you. Thank you. Thank you. Can I just say thank you very much to Anouk for asking great questions, and I hope translating properly. I have no idea. But I'm sure she has. I always do my own thing. I'm sure she is. But thank you very much, and thank you to all of you for coming out tonight. I really appreciate it. Thank you.